Hallo zusammen! In Planta Project erfassen alle Mitarbeiter täglich ihre geleisteten Arbeitsstunden. Das tun sie im Modul Zeiterfassung. In diesem Video schauen wir uns das Modul in der Variante 1 an und sehen uns vor allem an, wie genau Sie darin Ihre Zeiten erfassen. Es geht also darum, wie Sie Zeit erfassen auf Vorgänge, in die Sie bereits eingeplant sind und auf Vorgänge, in die Sie noch nicht eingeplant sind, sowie für die Zukunft, zum Beispiel für den anstehenden Urlaub. Sie lernen, wie Sie Ihre gemachten Einträge ändern oder löschen und außerdem, wie Sie einen Vorgang als Favoriten markieren, damit Sie ihn in Zukunft schneller finden. Zum Schluss sehen wir uns an, wie Sie Ihre Projektleitung informieren, falls Ihre Aufwände höher werden als geplant und natürlich, wie Sie einen Vorgang als erledigt markieren, wenn Ihre Arbeit daran endlich abgeschlossen ist. Wir haben viel vor, also legen wir los. Das Modul Zeiterfassung rufen Sie auf, indem Sie im Benutzermenü unter Mitarbeiter und eigene Planung auf Mitarbeiterboard klicken. Das Mitarbeiterboard öffnet sich und darin können Sie immer über den Reiter zum Modul Zeiterfassung wechseln. In diesem Modul sehen Sie links Projekte. Wenn Sie sie aufklappen, finden Sie einzelne Vorgänge, in die Sie eingeplant sind. Rechts sehen Sie eine Zeitleiste der aktuellen Woche und darunter Ihre erfassten Arbeitsstunden. Das System stellt 3 Zeiterfassungsvarianten zur Verfügung. In diesem Video geht es um Variante 1. Die Variante erkennen Sie daran, dass Sie die Vorgänge nicht aufklappen können. Sie sehen also keine weiteren Datensätze, keine Kommentarfelder oder ähnliches unterhalb der Vorgänge und dass Sie die Arbeitsstunden unter der Zeitskala eintragen. Sie können also in die Felder klicken. Wenn Sie bemerken, dass dieser Bereich bei Ihnen anders aufgebaut ist, sehen Sie sich die Videos zu Variante 2 bzw. 3 an. Sie sind in der Beschreibung verlinkt. In allen Varianten können Sie in bestimmten Fällen außerdem oben links einen Eintrag zu Ihrer Sollarbeitszeit oder Ihrer Anwesenheit finden. Das Video, in dem wir beides genauer erklären, haben wir ebenfalls verlinkt. Sehen wir uns jetzt an, wie Sie Ihre Arbeitsstunden in Variante 1 erfassen. Ihre geleisteten Arbeitsstunden melden Sie auf einzelne Projektvorgänge zurück. Sagen wir, Sie haben heute 4,5 Stunden an einem Vorgang des Projekts 7000 gearbeitet. Hierzu öffnen Sie das Projekt und den Vorgang, zum Beispiel diesen hier, und gehen unter der Skala auf das Feld des heutigen Tages. Den Tag erkennen Sie daran, dass links von ihm diese Linie zu sehen ist. Hier tragen Sie also die Stunden als Dezimalzahlen ein. 4,5 Stunden sind 4,5 Stunden. Wenn Sie alle Einträge vorgenommen haben, speichern Sie. Um bereits erfasste Einträge zu ändern oder zu löschen, korrigieren oder entfernen Sie die Stundenzahl und speichern sie. Wenn Sie das Modul aktualisieren, werden die summierten Zahlen im Modul angepasst. Angezeigt werden Ihnen im Modul Zeiterfassung zunächst nur die Projekte und Vorgänge, in die die Projektleitung Sie eingeplant hat. Wenn Sie aber das erste Mal an einem Vorgang gearbeitet haben, in den Sie nicht eingeplant waren, müssen Sie ihn für die Zeiterfassung einblenden. Das tun Sie, indem Sie auf den Plus-Button klicken und das Projekt und den Vorgang auswählen. Beispielsweise diese hier. Nun werden Sie im Modul angezeigt. Anschließend erfassen Sie wie gehabt Ihre geleisteten Stunden. Mit den File-Buttons springen Sie zu anderen Wochen. So können Sie alte Einträge einsehen und, wenn erlaubt, korrigieren. Sie können außerdem in die Zukunft springen, um Zeiten im Voraus zu erfassen, zum Beispiel bei einem anstehenden Urlaub. Solche Zeiten müssen auf spezielle Projekte zurückgemeldet werden, die Zeiterfassungen für ein zukünftiges Datum erlauben. Sie finden sie unter der Überschrift Zeiterfassung auch in die Zukunft. Über den Button Heute kommen Sie zurück zur aktuellen Woche. Sollten Sie zu viele Vorgänge sehen und den Überblick verlieren, markieren Sie sich die Vorgänge, auf die Sie häufig Zeit erfassen, über das Sternchen als Favoriten. Die Vorgänge rutschen dann ganz nach oben in die Kategorie Meine Zeiterfassungsfavoriten. Am Restaufwand sehen Sie, wie viele Arbeitsstunden Ihnen für den Vorgang laut Projektplanung verbleiben.
Wenn Sie feststellen, dass Sie mehr Zeit als angegeben benötigen, melden Sie Ihre Prognose des Restaufwands an die Projektleitung. Hierfür klicken Sie auf den Button mit dem Briefumschlag und tragen in der Zeile des passenden Vorgangs den geschätzten Restaufwand ein. Speichern Sie dann und klicken Sie auf den Briefumschlag daneben und auf Versenden. Ihre Projektleitung wird per E-Mail über Ihre Prognose informiert und kann sie in die Planung übernehmen. Wenn Sie Ihre Arbeit an einem Vorgang abgeschlossen haben, Glückwunsch, können Sie den Vorgang für Ihre Planung als erledigt kennzeichnen. Dafür setzen Sie das Häkchen in der Checkbox. Falls Restaufwände übrig geblieben sind, werden Ihre Restaufwände dann aus der Planung gestrichen. Nun haben Sie also gelernt, wie Sie für alle Situationen Arbeitsstunden erfassen, ändern oder löschen. Sie wissen außerdem, wie Sie Vorgänge einblenden, in die Sie noch nicht eingeplant waren, und Sie können nun Vorgänge als Favoriten oder als erledigt kennzeichnen, sowie Prognosen über Ihren Restaufwand weitergeben. Wenn Sie Fragen haben zu Modul oder Abläufen oder weitere Hilfe brauchen, schauen Sie in unserer Online-Hilfe nach oder melden Sie sich beim Support. Unser Team freut sich, Ihnen weiterhelfen zu können. Danke fürs Zuschauen und Dankeschön, dass Sie sich für Planta entschieden haben.